Also wenn du irgendwie Minipics besitzt, jemanden kennst, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, melde dich bei mir. Bitte, bitte umgehend in den Kommentaren, per E-Mail, per Handy, alles ist erlaubt. Hauptsache, ich komme irgendwie an Minipics. Willkommen bei uns an der Bar zu unserem heutigen Q&A. Also wir beantworten eure Fragen, die ihr uns in letzter Zeit hier oder bei Insta gestellt habt. Und ich darf damit vor allem Steffi löchern mit den Fragen, die ich mir ausgesucht habe. Zum Beispiel die Frage von Heidrun, die dich fragt. Heidrun. So heißt sie. Heidrun. Das verflixte 7. Jahr. Hast du Tipps für langjährige Liebesbeziehungen? Ich möchte das Wort Heidrun nochmal nennen. Heidrun. Ich weiß gar nicht, warum ich den Namen so lustig finde. Sorry, Heidrun. Oh, ich habe es jetzt schon verhauen. Heidrun, verflixte 7. Jahr. Ob ich Tipps habe? Ich bin ein bisschen aus dem Konzept. Was machst du mit mir, dass ich immer noch bei dir geblieben bin? Hallo? Guck mich an. Nein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, also als wir geheiratet haben, haben wir uns geschworen, dass wir mindestens 10 Jahre verheiratet bleiben, weil sonst wird es peinlich, wenn wir uns trennen, weil keiner geglaubt hat, dass wir es so lange schaffen. Ja, also von daher ist es so eine Wette. 10 Jahre, dann ist das Kind 3, dann kann man sich scheiden lassen. Nein. Ach, ich weiß gar nicht. Haben wir Tipps? Ich glaube, das Einzige, worüber wir tatsächlich mal länger gesprochen haben, ist dieses Konzept von Treue. Genau, jetzt zuckst du wieder, weil du nicht weißt, was ich damit meine. Lass mich ausführen und dann kannst du noch eventuell ergänzen. Treue wird ja meistens so auf sexueller Ebene reinbezogen. Aber das, was wir in unserer Beziehung gemerkt haben, was bei uns viel wichtiger ist, ist Treue auf kommunikativer Ebene. Also das, was ich bei manchen Heteropaaren so erlebe, dass die Frauen zuallererst mit ihren besten Freundinnen über die Probleme mit ihrem Mann reden und dann eventuell nur mit ihrem Mann, aber auch nur auf ganz subtile Art und Weise, weil die beste Freundin den Tipp gegeben hat, sprich doch mal in der Situation das oder das an. Das ist für mich ein Treuebruch und das ist etwas, worüber wir tatsächlich häufig geredet haben. Also seid in der Kommunikation treu miteinander. Oh, krass, wir könnten ein Buch schreiben, kommunikative Treue. Zum Beispiel. Das würde ein Bestseller werden. Und dann hätten wir gar kein Problem mit der nächsten Frage. Wieso tut es euch weh, 2.500 € für einen Kinderwunsch auszugeben? Das wollte... Ich weiß nicht mehr, wer das wissen wollte. Ich weiß nicht, in was für einer Welt du lebst. In meiner Welt sind 2.500 € extrem teuer. Noch dazu, wenn man bereits knapp 15.000 € für Kinderwunschbehandlung bisher ausgegeben hat und 2.500 € gerade mal die Kosten für die Samen exklusive Lieferung sind, ist das einfach extrem viel Geld. Es mag Menschen geben, für die es nicht so ist. Wir verdienen als Pastorinnen und Pastoren gut, gar keine Frage, aber das ist einfach viel Geld. Genau, und außerdem sind wir, das darf man auch nicht vergessen, am Berufsanfang. Das heißt, wir bezahlen auch noch Steffis BAföG-Schulden ab. Ja, du hast keine. Ich hab's verstanden. Ja, hier will jemand wissen, ob es unseren Merch auch zu kaufen gibt, also die Anders Armen Pullover und den Baby Buddies. Also, irgendwann, wenn wir groß und berühmt sind, haben wir einen eigenen Shop, wo ihr all das findet. Ansonsten war das bisher eigentlich nur ein ganz lieb gemeinter Spaß von unserem Team. Und wir freuen uns total über die Sachen, aber zu kaufen gibt es die bisher nicht. Genau, aber wenn wir 10.000 Abonnenten haben, dann können wir drüber reden. Und dann wäre vielleicht auch diese Frage ganz interessant. Steffi, wann kommt das erste Mini-Pick? Ja. Liebe Community, mein Problem ist, ich möchte unbedingt eine Vlog-Folge auf einem Mini-Pick-Hof machen. Ich kenne niemanden mit Mini-Picks, aber meine KV-Vorsitzende, meine Konfis, die Konfi-Eltern, alle sind schon so weit, dass wir 2 Mini-Picks auf dem Pfarrhof halten können. Nur, ich will die vorher irgendwie sehen und ich will wissen, wie groß die werden, weil alle warnen davor, dass Mini-Picks nicht immer mini bleiben. Platz haben wir genug. Ich will nur wissen, ob ich die dann auch noch süß finde, weil bei mir hängt ganz viel mit der emotionalen Bindung zusammen. Also wenn du irgendwie Mini-Picks besitzt, jemanden kennst, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, dessen Cousine, der Mini-Picks hat, melde dich bei mir. Bitte, bitte umgehend in den Kommentaren, per E-Mail, per Handy, alles ist erlaubt. Hauptsache, ich komme irgendwie an Mini-Picks. Und wenn ihr niemanden kennt, ist das auch wirklich nicht schlimm? Doch, bitte. Nein. Wie geht die Kirche damit um, dass wir in Deutschland den Personenstand divers haben und welche Einstellung haben wir als queere Pastorinnen zu Trans- und Intermenschen? Oh, das kannst du beantworten. Welche Einstellung hast du denn zu Trans- und Intermenschen? Ja, also Menschen, ne? Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wie man diese Frage beantworten sollte. Das ist ungefähr so, als wenn ich dich frage, welche Einstellung hast du zu blonden Menschen? Das liegt an der Person, würde ich sagen, und nicht prinzipiell. Aber ich vermute, dass die Frage eher darauf hindeutet, wie wir damit theologisch umgehen oder so in der Art.
Ja, für mich gibt es da einfach keinen Unterschied, deswegen... Es ist halt einfach eine Eigenschaft eines Menschen, aber macht den selten aus. Also genauso wie es blonde Frauen und schwarzhaarige Frauen gibt, gibt es Transfrauen oder es gibt auch ziemlich unsympathische Frauen. Also auch unsympathische Transfrauen, nehme ich an. Es gibt dieses tolle Lied, auch lesbische, schwarze Behinderte können scheiße sein. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Von wem ist das Lied? Jetzt kann ich es nur falsch machen, weil es entweder von deiner oder von meiner Band kommt und ich weiß es nicht mehr. Hosen oder Ärzte? Hosen. Bestimmt, bestimmt. Ja, egal. Clemens spielt's ein. Mich würde interessieren, ob ihr euch vorstellen könnt, dass die katholische Kirche in nächster Zeit wirklich mal ein paar Veränderungen in Bezug auf Themen wie die Rolle der Frau oder der Sexualität für alle erreichen könnte. Das will Havini wissen. Okay. Wenn ich jetzt danach gehe, was ich hoffe und was ich mir vor allem für meine katholischen Geschwister wünsche, dann ja. Wenn ich realistisch danach gehe, wie eine Weltkirche agiert, die Regeln schaffen muss, die über Europas Grenzen hinaus immer und unbedingt Geltung haben, dann bin ich dann nicht so optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir Evangelischen das eben einfach leichter, die wir jeweils nur für ein kleines Gebiet, vergleichbar mit einem Bundesland, Gesetze und Regelungen schaffen müssen und da unabhängig sind von einer übergeordneten Größe. Glaubst du, da kommt schnell eine Änderung? Nee, schnell auf keinen Fall. Ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, von daher, wir warten es ab. Misatu, ich hoffe, das ist keine Eimerin. Misatu kenne ich, die kommentiert viel bei uns. Herzliche Grüße. Ja, ich will nur, ich weiß nicht, wer es ist, aber sie fragt, wenn ihr die Wahl hättet, würdet ihr für immer in Eime bleiben? Also. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht eine Eimerin ist. Ich weiß nicht, wer sich hinter diesem Namen verbirgt, aber sie ist cool in den Kommentaren auf jeden Fall. Wenn wir die Wahl hätten, nein, denn ich würde an keinem Ort für immer bleiben, einfach weil das weder für eine Gemeinde noch für die Pastoren gesund ist, wenn man immer da bleibt. Denn auch das, was Steffi jetzt macht und was immer so fresh und neu und so ist und voller Energie, ist in 30 Jahren einfach abgelutscht. So, das ist einfach so. Natürlich, also sagen wir nicht, wenn es um Steffi geht, aber bei allen anderen Menschen wäre es so. Also irgendwann ist dringend ein Wechsel für alle das Beste. In der Kirche ist Stillstand einfach der Tod. Wie viele Konfis habt ihr denn so? Sah nach einer ganzen Menge aus und auf dem Dorf. Respekt. Bei uns ist man froh, wenn man 1 bis 2 im Jahr konfirmiert hat, will Didi wissen. Liebe Didi, wir waren vorher in Brandenburg, da sah das ähnlich aus. 8 Jugendliche so in 4 Jahren, aber auch da gibt es coole Konzepte. Ich habe zum Beispiel eine Homepage mit den 8 dann entwickelt zu unserer Kirchengemeinde und habe die da drin versammelt. Es gibt auch, wenn man wenig Konfirmanden hat, coole Modelle, wie es Spaß machen kann. Ja, wir sind jetzt relativ gut aufgestellt und haben auch viele ehrenamtliche Jugendliche. Aber man muss auch sagen, es ist harte Arbeit. Jeden Freitagabend opfere ich meine Zeit, um die Jugendlichen irgendwie beisammen zu halten. Ohne Einsatz läuft da nichts. Das muss man einfach wirklich so sagen. Also jeden Freitag von 15 bis 24 Uhr dreht sich alles nur um die Jugendlichen. Das ist schon viel Einsatz. Und noch dazu muss man auch sagen, dass es unserem Dorf gut geht. Das ist Niedersachsen, eine hohe Mitgliedschaftsdichte. Es ist auch noch, wohnen relativ viele junge Familien da. Also es gibt überhaupt noch Jugendliche bei uns. Und auch das spielt ja mit rein. Genau. Ja. Dann, ich will auch noch Fragen stellen. Ja, mach das, gerne. Wie steht ihr zu Ehrlichkeit in einer Beziehung? Alles offenlegen oder auch Geheimnisse haben? Also, was alles offenlegen. Ich kann nicht mal Geburtstagsgeschenke für mich behalten. Es gibt tatsächlich Dinge, die ich Steffi verheimliche. Manchmal erzähle ich ihr nicht, was ich zum Mittagessen hatte. Also, das meinen die nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, alles, was tatsächlich Einfluss auf die Beziehung hat, und von dem aber andere Menschen wissen, da wären wir dann dabei, dass es wichtig ist, das offen zu legen. Also es darf nie so sein, dass irgendjemand, also stell dir einfach immer die Frage, werde ich erpressbar? Also kann es sein, dass meine Beziehung zu Steffi dazu benutzt wird, mich zu erpressen, weil jemand anderes etwas weiß? Wenn man in so eine Situation kommt, weiß man doch eigentlich vorher schon, das ist nicht gesund. Nee, ich glaube, wir sind relativ offen. Ja, ich glaube auch. Aber das ist
nicht das Rezept oder so. Ich glaube, man kann auch viel verheimlichen. Das kannst du ja auch interessant machen, oder? Man darf eben nur nicht, wie du sagst, in diese erpressbare Situation kommen. Ellen, hast du unangenehme Schwangerschaftssymptome? Also hättet ihr mich letzte Woche noch gefragt, hätte ich gesagt, nein. Seitdem ist mir irgendwie ständig kotzübel. Aber wirklich, aber so, dass ich nicht kotzen muss. Also es ist noch das Schlimmste, dass es einfach nicht aufhört. Kannst du brechen sagen? Sonst kriegen wir wieder Ärger, weil wir Schimpfwörter benutzen. Ich benutze das Wort brechen, aber doch sonst auch nicht. Göbeln, Würfelhusten, Reiern, Spucken. Also das war mein Hobby von mir, Synonyme zu Kotzen zu finden. Also, es gibt über nichts mehr Synonyme wie Sterben und Kotzen. Und könnte Stuhlgang. damit zusammenhängen, dass beides sehr eng zusammenhängt. Warum gibt es eigentlich nur für Negatives so viel Synonyme? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht um das irgendwie zu verschönern, zu verlustigen. Also Ellen muss würfeln. Okay. Also nee, ich muss eben nicht würfeln, das ist das Schlimme. Genau das nervt, aber ich glaube, da habe ich es noch ganz gut im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, da will ich mich jetzt gar nicht zu sehr beschweren. Und diese emotionalen Schwankungen sind gerade echt krass. Also es kann schon passieren, dass ich morgens aufwache. Entschuldigung. Und einfach losheule. Oder dass ich am Herd stehe und koche und einfach losheule. Das ist heute ein paar Mal passiert und das ist nervig für uns beide. Und es ist anstrengend, weil man davon dann Kopfschmerzen bekommt. Aber tatsächlich kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Im Grunde geht es mir ziemlich gut. Ja, die dramatisiert hier gerade voll. Ja, nein, eigentlich ist das alles überhaupt gar kein Problem. So. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, wir haben so die häufigsten Fragen, die uns gestellt wurden, gut beantwortet. Ansonsten wiederholt eure Fragen einfach nochmal unten in den Kommentaren. Das wird nicht das letzte Q&A sein und wir freuen uns immer wieder von euch zu hören, damit es so ein bisschen Kontaktpflege hier auch betreibt. Abonnieren, liken und die Kommentare nicht vergessen. Macht's gut, ciao. Tschüss.